also, what kind of efforts do you see, or can you report us about, especially in the U.S., of interfaith dialogues or interreligious groups? What kind of efforts are they taking against this Quran burning action? You know, I will say this is one of the things that has been the most heartening, to see people of all faiths and of all color and of all religion come out and protest against what Pastor Jones and his Double Outreach Center is doing. I have interviewed people who are Jewish. I have interviewed people who are conservative Christians, Christians of all different sects who are against it. So it has created a dialogue amongst different religious communities that may not have had an opportunity to speak to one another and to learn about one another before. I know that there are people who are there on the ground in Gainesville who are reassuring their Islamic neighbors, their Muslim neighbors, that they do not agree with the sentiments of this pastor and his few congregants. So this has been sort of the one positive that may have come out of this, overall very negative situation. Coming now to my last question, the concluding questions, that what kind of impact do you think would it have if this Quran burning action would take place? And if we take Mr. Jones by word, it definitely will take place. First of all, politically and religiously, and also if we go on a far or on a further level, the impact in the United States and globally. Your analysis. Unfortunately, I think if Pastor Jones does succeed in holding his event, I fear the worst case scenario is that he will have blood on his hands, that this will incite the violence and riotous behavior that we've already seen in other parts of the world in protest to his campaign. You know, in Kabul last week, there was a protest, and I think that could be the worst case scenario. However, I do think in terms of foreign policy, it is going to put more stress on our politicians and leaders to have to quell the anti-American sentiment that will grow or could grow out of this man's Islamophobia. And I think in the United States, the impact is one of shame. I think there are communities who are terribly embarrassed. I know the Gainesville community is embarrassed by his behavior. And perhaps what could come of it, and I do hope out of all of this, will be a greater understanding of people, a greater understanding of the religion and the followers of the faith. And as we discussed before, maybe this is an opportunity to create a longer-term dialogue here in the United States. Thank you, Ms. Samuel. To sum up this interview, and what I would like to express is the motto of the Ahmadiyya Muslim community, which is, of course, love for all, hatred for none. Thank you for being with us and for this interview. Thank you. It was a pleasure. Herr Hübsch, wenn wir uns die Geschichte betrachten, im Mittelalter wurden massenweise Bücher verbrannt, bis Muslime angefangen haben, Bücher in Bibliotheken zu sichern. So wurden noch Werke von Aristoteles oder Platon gesichert. Vor 60 Jahren hatten wir in Deutschland Bücherverbrennung gehabt. Auch heute noch in Deutschland kommen im Internet Leute, die Ahmadiyya Muslim-Literatur verbrennen und jetzt die Ankündigung, den Heiligen Koran zu verbrennen. Warum greift der Mensch immer wieder zu dieser Methode zurück, Bücher zu verbrennen? Das ist ja merkwürdig, weil Feuer ist ja an sich eine reinigende Kraft auch. Also ich erinnere an Hadith, dass wenn Koran-Verse abgenutzt sind auf dem Papier und man nicht weiß, was man mit den Blättern machen soll, entsprechend dem Hadith, man soll sie entweder in Wasser, in einen Fluss werfen oder verbrennen.
Also Feuer selbst ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass viele Leute mit Feuer Hölle verbinden oder eben das zerstörerische Element. Und deswegen hat man Hazrat Ibrahim a.s. verbrennen wollen. Und Gott sagte, das Feuer möge kühl werden. Also diese menschliche Vorstellung, dass Feuer zerstörerisch ist ein negativer Teil der Psyche des Menschen, und man versucht dadurch etwas auszuradieren, etwas zu vernichten. Und dieser symbolische Akt der Zerstörung durch Feuer ist ein Trauerspiel im Grunde genommen, weil es wird nicht zerstört. Gedanken kann man nicht durch Feuer zerstören. Hat es auch, begründet es auch die Verzweiflung der Menschen oder bringt das zum Ausdruck, die Verzweiflung der Menschen? Ich glaube weniger, also ich glaube nicht, dass das Verzweiflungstaten sind. Nein, es ist ein gewollter, symbolischer Akt der Zerstörung, Vernichtung demonstrieren soll und mit dem man gewalttätig etwas ausradieren will. Das ist ein dummer Akt, weil man kann mit Gewalt keine Gedanken zerstören. Das geht nicht. Imam Basit Tariq Saab, was würden Sie den Menschen sagen, die vom Koran keine Ahnung haben, aber Interesse haben, den Koran näher kennenzulernen? Wie können sie den Koran besser kennenlernen? Ja, einfach die Übersetzung des Heiligen Koran, die in fast alle Sprachen vorhanden ist, Übersetzung zu lesen. Dann, wenn es möglich ist, Kommentar zu lesen. Oder in der Nähe, wenn irgendwelcher Imam ist, der religionsgelehrt ist, mit ihm in Verbindung zu setzen. Und wenn einige Koranverse unklar sind, mit ihm erklären lassen. Also der Koran, der Koran hat viele Stufen. Die erste Stufe ist, dass man weiß, was im Koran steht geschrieben. Man muss verstehen, mindestens die Übersetzung des arabischen Texts. Und dann kommt die Kommentar und dann kommt mehr Verständnis. Ich würde empfehlen, dass ich glaube, viele Christen haben ganz wenig Ahnung von Heiligen Koran, was für ein Buch ist es. Sie haben durch die Medien immer die einige Koranverse, die von ihrem Zusammenhang gerissen sind, weggerissen sind, wo immer negatives Eindruck vermitteln, zum Beispiel, und ohne Zusammenhänge, die Leute, die nicht Muslime denken, der Islam lehrt Gewalt und Kriege und solche Sachen. Eigentlich der Koran ist ein Buch der Weisheit, und der Heilige Koran hat selbst behauptet, Yahdi behillahu subul salame. Subul salam heißt die Faden des Friedens. Dass dieser Koran ist ein Buch, der die Menschen zu Faden des Friedens führt. Und dafür es gibt eine unzählige Koranverse, die diese Behauptung bestätigen, dass der Koran führt die Menschen zu dem Faden des Friedens, zu Wege des Friedens, Frieden in der Familie, Frieden miteinander, Frieden zwischen den Menschen, verschiedene Kulturkreisen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Völker, Frieden zwischen den Religionen und Frieden in der Politik, Frieden auf dem Lande, also Frieden und Frieden überall. Der Koran hat detailliert uns in alle Lebensbereiche solche Lehre vermittelt, die dadurch kann man einen dauerhaften Frieden in alle Lebensbereiche also einsetzen können. Vielen Dank, Imam Saab. Wir gucken uns jetzt an, was der Vorsitzende der Ahmadiyya Muslimgemeinde in der Bundesrepublik Deutschland über dieses Thema zu sagen hat.